Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gear Time im Stonehenge. Wir haben heute zwei CMV 563 hier. Beide mit einer M7S-Kapsel. Korrekt. Und wir packen die heute aus und quatschen ein bisschen darüber, was ist das, hat es mit dem Mikro auf sich. Los geht's! Whitey! Timson. Vor uns stehen wieder zwei Mikrofone. Ja. Was haben wir da? Das sind zwei Neumann CMV 563. Dann lass uns die Nummer auspacken. Was haben wir denn da genau? Tada! Da und hier Nummer 2. Sehr schön. Und die sehen ein bisschen untypisch aus. Ich weiß ja, wie die normal so aussehen. Jetzt gerade ist hier eine andere Kapsel drauf. Was ist das? Da tatsächlich ist eine andere Kapsel. Das ist die Werkkapsel, würde ich mal behaupten, oder Nee, das heißt Werkkapsel, das ist die MK55 drauf. Das ist eine Kugelcharakteristikkapsel. Okay. Ja, die kann man auch so abschrauben. Ja, machen wir das doch mal. Denn da, wo es auch heute drum geht, so, das ist nämlich ein Schraubbody, ist um das zweite Schächtelchen, was wir hier stehen haben. Da ist nämlich was auch sehr Besonderes drin. Da sind nämlich jeweils eine M7S drin. Neumann M7S-Kapsel, jawohl. Diese wunderschöne Kapsel, erzähl was dazu. Woher kennt man die? M7 ist ja ein geläufiger Begriff. Schon, ja. Die M7-Kapsel, das heißt, das ist die Kapsel, die sich hier innerhalb befindet. Des Korpus befindet, ja. Genau. Die wurde damals entwickelt für das Neumann U47. Das Legendäre. Genau, ich würde sagen, das ist eigentlich das berühmteste Mikrofon Ja, eigentlich. Ne? definitiv. Mit dem haben die Beatles aufgenommen, fast alles und eigentlich alle Größen von damals. Ja. Ne? Alles, was Und jeder, der ein Studio betreibt, würde gerne einen U47 haben. So. Das ist richtig, aber wir haben jetzt hier... Das ist CMV 563. Ja. Und da werkelt die gleiche Kapsel drin. Da ist genau die gleiche Kapsel drin. Hier in einem etwas anderen Gehäuse. Ne? Das U47 sieht ja etwas anders aus. Wirklich verdammt hübsch aus. Also heutzutage werden Mikrofone nicht mehr so gebaut, würde ich mal behaupten. Die haben alle immer, der Korpus ist mit am Mikrofon dran und so à la U87-like. Das ist nochmal was ganz anderes. Das ist, man nennt es auch Lollipop-Kapsel. Und sieht aus wie ein Lutscher. Ne? Ja, und die gibt es auch in einer längeren Version. Also das ist die M7S, das S steht da für Short. Das Genau, gibt es auch mit einem etwas längeren Hals, würde ich es mal nennen. Ja, die heißt dann einfach nur M7. Ja. Ja. Und die ist genauso, oder? Ich selber habe es ja noch nicht ausprobieren können. Wir haben ja nur die beiden M7S. Nur. Ne? Ich habe mal gelesen, dass halt die M7 mit dem längeren Hals hier nicht ganz so toll klingt, weil der Abstand zur Elektronik ein wenig größer ist. Ne? Okay. Kann ich nicht beurteilen, haben wir noch nicht gehört. Okay. Aber man sagt dem Mikrofon auch noch was anderes nach, weil das haben wir ja in dem anderen Video auch schon gesagt. Das soll sehr ähnlich klingen wie das UM57. Deine Meinung dazu? Meine Meinung dazu ist, sagen wir mal so, wo sind denn die großen Unterschiede? Ja, wenn man sich das so anguckt, du hast ja eben schon gesagt, bei vielen Mikros ist hier der Korb direkt auf dem Mikrofonbody mit drauf und so ist auch beim UM57. Ja, wenn man es jetzt mal vergleicht, zum Beispiel das U47, die haben damals an dem Mikrofon, also an dem U47 so lange rumgedoktert, bis das halt so den maximalen Sound gehabt hat. Das haben die unter anderem, die Feinabstimmung nachher mit Hilfe des Korpus hier, des Korbes hier gemacht. Die Form hat also schon eine gewisse Auswirkung auf den Klang des Mikros. Also würde man einfach mal grundsätzlich sagen, die können ja gar nicht identisch klingen, weil es einfach ein anderer Korb ist. Genau. Der Schall, das Audio, nenne ich es mal, trifft ganz anders auf das Mikro auf als beim U57. Ganz anders nicht, aber natürlich hat, wie alles in der Technik, hat das irgendwie Resonanzen. Ne? Und diese Resonanzen natürlich, diese eigenen Resonanzen von einem Bauteil, die beeinflussen natürlich auch den Klang. Ja? Aber bis auf ein paar Widerstände, muss man ja sagen, sind die schon sehr ähnlich, die beiden Mikrofone, also von der... Ja, nur die grundsätzliche Idee dahinter ist eine andere. Okay. Ja, also hier wir haben hier bei dem Mikrofon, haben wir eben schon gesagt, verschiedene Kapseln, die man draufschrauben kann. Stimmt, es gibt das muss man auch dazu sagen, hier gibt es auch die M8 und M9. Die M8 ist eine Kapsel mit der Charakteristik 8 und die M9 ist auch eine Kugel. Genau, richtig. So wie die MK55.
Ja, und darauf wollte ich ja hinaus, dass der Unterschied beim UM57, die Philosophie dahinter war, dass sie beim UM57 ein Mikrofon bauen wollten, wo du die Richtcharakteristik, also sprich Kugelniere 8, am Netzteil umschalten Stimmt, beim UM57 schaltest du die Charakteristik am Netzteil um. Das ist eigentlich ziemlich komfortabel, ehrlicherweise, anstatt immer die Kapseln zu tauschen. Aber für unsere Anwendungsgebiete muss man auch dazu sagen, ist die Nierencharakteristik natürlich das Maß aller Dinge. Ne? Also für Vocals, für Akustikgitarren ist das natürlich State of the Art. Ja gut, es gibt auch Anwendungen, wo natürlich gerne die Kugel genommen wird, gerne mal die 8, aber dafür haben wir noch unser UM57 und dann können wir halt die anderen Richtcharakteristiken einfach, weil diese Kapseln sind auch extrem teuer, ne, auch auf dem Gebrauchtmarkt. Ja, absolut. Und deshalb, wir begnügen uns hier mit der Nierenkapsel. Ja. Was man dazu sagen muss, das haben wir noch gar nicht gesagt, das sind Röhrenmikrofone. Also ich weiß nicht, ob es tatsächlich alle auch wissen, die das sehen. Hier drin werkelt eine ziemlich hübsche Röhre und zwar eine EC92. EC92. Ja. Woher kennt man die? Also gut, im UM57 ist die auch drin. Das ist eine Standardtriode, wie sie früher in vielen Radioempfängern vorkam. Okay. Ne, und normalerweise kommen hier diese Mikrofone mit einer Röhre aus Made in GDR. Ne, und wir tauschen die halt schon ganz gerne gegen eine New Old Stock Telefunken. Warum? Die klingt ja schon ein bisschen, die klingt etwas eleganter, würde ich sagen. Die hat hochauflösender? Untenrum finde ich die schon hochauflösender, obenrum finde ich die einfach charmanter, also irgendwie ein bisschen seidiger, ein bisschen weicher. Also das wäre quasi so der eiserne Vorhang. So kann man es genau sehen. Ne? Also der Vorhang geht da so ein bisschen weg und es macht einfach ein bisschen mehr Spaß, das Mikrofon. Ja. Okay. Ja, also wir haben wie gesagt auch schon mehrere Videos dazu gemacht. Demnächst machen wir noch ein Video mit Vocalaufnahmen. Wir werden diese ganzen Sachen auf jeden Fall auch verlinken, damit man sich mal die Soundbeispiele anhören kann und mal hören kann, in welchen anderen Gebieten die anders klingen. Ich würde sagen, wir gehen da gleich noch ein bisschen mit werkeln. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Und vor allem, uns würde interessieren, was haltet ihr von dem Mikro? Also sowohl jetzt irgendwie im Vergleich zum UM57, als auch generell. Was haltet ihr von diesen Mikros? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Wir freuen uns. Tschüss. Dankeschön.